Hallo liebe Madridistas, frohes neues Jahr. Sehr glücklich über meinen ersten Hattrick hier im Bernabeu und noch viel glücklicher über den Sieg. Hala Madrid! Hallo meine Freunde, hola Madridistas, das waren die Worte von Gonzalo Garcia, von unserem Matchwinner, vom MVP des gestrigen Spiels, der mit diesem Hattrick gestern Geschichte geschrieben hatte. Was da los ist, erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Unter anderem dank seiner 3 Tore gewinnt Real Madrid gegen Betis Sevilla mit 5:1. Und das mit der besten Mannschaftsleistung seit Monaten. Dieser Sieg gibt Grund zur Hoffnung. Dieser Sieg ist hoffentlich ein gutes Omen für das Jahr 2026. Was in dem Spiel passiert ist, was mir gefallen hat, was mir nicht so gefallen hat, wer mir gefallen hat, etc., wie ihr es kennt, in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, wo kam das denn her? Gestern in meinem Video habe ich doch gesagt, bitte, bitte, hoffentlich hat die Mannschaft sich in diesen Weihnachtsferien erholt. Hoffentlich zeigen sie ein anderes Gesicht. Und das haben sie getan. Diejenigen, die immer behaupten, es liegt an Kylian Mbappé, fühlen sich jetzt im Recht. Denn dieses Real Madrid hat meiner Meinung nach die beste Mannschaftsleistungen seit Monaten gebracht. Die erste halbe Stunde von Real Madrid war Poesie. Es war ein Spiel rund um den 16er von Betis Sevilla. Es war eine Frage der Zeit, dass das erste Tor fällt. Und knapp vor der ersten halben Stunde hat Gonzalo Garcia abgeliefert. Ja, und eben habe ich gesagt, Gonzalo Garcia hat Geschichte geschrieben. Zunächst einmal ein persönlicher Eindruck. Gonzalo Garcia wird ja immer gerne mit Raúl verglichen, aber sein Hattrick hat mich persönlich unglaublich an Cristiano Ronaldo erinnert. Sein 1:0 per Kopf, sein 2:0 per Volley nach einer tollen Brustannahme den Ball fallen lassen, wie der den in die lange Ecke schweißt. Unglaublich. Und sein drittes Tor mit links. Wie oft können wir uns an Hattricks von Cristiano Ronaldo erinnern, an diese perfekten Hattricks mit dem Kopf, mit rechts, mit links. Unglaubliche Leistung von unserem Canterano und ich muss sagen, dem Spiel von Real Madrid hat es unglaublich gut getan, eine echte 9 im Strafraum zu haben. Es hat Spaß gemacht. Aber ich hatte euch ja versprochen zu erzählen, was für eine Geschichte Gonzalo geschrieben hat. Gonzalo ist der erste Canterano von Real Madrid, der einen Hattrick schießt seit Raúl González Blanco. Also so lange ist es her, dass ein Canterano, ein Spieler aus der Fábrica, der die Nachwuchsabteilungen von Real Madrid durchlebt hat, einen Hattrick macht und das auch noch im Santiago Bernabéu. Was für ein unglaublicher Tag muss es bitte für Gonzalo Garcia gewesen sein. Ja, und wenn wir schon mal bei Geschichte schreiben sind, das letzte Mal, dass Madrid mit 5 Toren gewonnen hat, das ist Mitte 2024 gewesen, also über 1,5 Jahre her. Im gesamten Jahr 2025 gab es das kein Mal. Ja, und jetzt gehen wir mal richtig in die Vergangenheit. Das letzte Mal, dass bei Real Madrid 5 Tore von Canteranos geschossen wurden. Denn neben Gonzalo waren die anderen Torschützen Raúl Asensio und Fran Garcia. Fran Garcia, ich kann es nicht glauben. Aber wie dem auch sei, alle 5 Tore von Canteranos, das gab es das letzte Mal 1989. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie alt ihr da wart. Damals war es eine Mannschaft rund um Emilio Butragueño. Wie ihr seht, Real Madrid hat Geschichte geschrieben. Ja, aber kommen wir von der Geschichte zur Aktualität. Ja, Real Madrid hat eine tolle erste halbe Stunde abgeliefert. Wie gesagt, Madrid hätte eigentlich schon 2 oder 3:0 führen können. Dann hat Betis Sevilla etwas reagiert. Bis zur Halbzeit hatten wir ein ausgeglichenes Spiel, aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass Thibaut Courtois irgendeine besondere Parade machen musste. Real Madrid hatte die Sache mehr oder weniger im Griff. Ja, und als Real Madrid aus der Halbzeit kam,
Ich habe mir schon Sorgen gemacht, weil Real Madrid ist in den letzten Monaten eigentlich dafür bekannt, eine sehr gute und eine sehr schlechte Halbzeit zu spielen. Ich habe mir schon etwas Sorgen gemacht, aber nix mit Sorgen. Real Madrid kam wie die Feuerwehr aus der Kabine, macht das 2:0 mit diesem Traumtor von Gonzalo. 2-3 Minuten später das 3:0 durch Raúl Asensio. Das Ding war im Sack. Naja, mehr oder weniger, denn da kommt mein erster Kritikpunkt am gestrigen Spiel. Ja, ich weiß nicht, ob es menschlich ist, wenn du 3:0 führst, wenn alles läuft, wenn du denkst, am Donnerstag haben wir ein schweres Spiel gegen Atletico Madrid, dass du unterbewusst vielleicht ein bisschen schleifen lässt. Die Energie war nicht mehr da, wie in den ersten 50 Minuten. Der Wille, der Biss, die Zweikampfstärke, die mir sehr gut gefallen haben. In der gesamten ersten Halbzeit, zumindest in der ersten halben Stunde, hat Real Madrid Betis Sevilla mit ihrem aggressiven Pressing erstickt. Betis Sevilla ist hinten gar nicht rausgekommen. Ein Vini Junior in der ersten halben Stunde, der war wie der tasmanische Teufel, der war nicht aufzuhalten. Rodrigo hat mir gut gefallen, Bellingham hat mir gut gefallen, Camavinga, Gonzalo sowieso. Ja, Bellingham habe ich glaube ich schon gesagt, oder nicht? Also Bellingham auch sehr, sehr stark. Eine geschlossene, starke Mannschaftsleistung. Jeder hatte Biss, jeder wollte dieses Spiel gewinnen, hatte die Energie. Wie gesagt, Betis Sevilla hatte keine Chance. Wenn Real Madrid den gleichen Willen ans Tageslicht bringt wie der Gegner, hat Real Madrid mehr Qualität. Aber wenn Real Madrid noch mehr Willen zeigt, noch mehr Biss als der Gegner, ja, dann ist es eine Frage der Zeit, dass so ein Ergebnis rausspringt, wie es rausgesprungen ist. Wie gesagt, ich war aber gerade bei der Kritik, nachdem Real Madrid 3:0 führte, sind alle etwas vom Gas gegangen. Der letzte Biss war nicht mehr da, die Laufwege nach hinten wurden nicht mehr so mitgemacht, man hat ein bisschen schleifen lassen und dann passiert das, was passieren muss. Betis Sevilla macht ein tolles Tor zum 3:1 und 2-3 Minuten später zwingen sie Thibaut Courtois zur nächsten Parade und dann hat es ein bisschen gedauert, Real Madrid hat etwas gewackelt. Und jetzt sind wir direkt beim zweiten Kritikpunkt. Xabi Alonso hat meiner Meinung nach ein bisschen zu lange mit den Auswechslungen gewartet. Denn als die Auswechslungen gekommen sind, war das Spiel direkt wieder in trockenen Tüchern. Real Madrid hatte das Ganze wieder im Griff. Ich finde, Xabi Alonso hat die richtigen Auswechslungen gemacht. Hat einen Vini Junior rausgeholt, der nicht mehr so nach hinten gearbeitet hat. Hat einen Arda Güler dafür reingebracht, der in der Viertelstunde, 20 Minuten, die der gespielt hat, hat er mehr fürs Spiel gebracht als ein Vini Junior. Auf der anderen Seite Franco Mastantuono arbeitet viel mehr als ein Rodrigo, hat ihn reingebracht und danach hatte Madrid das Ding im Griff. Es ist auch bezeichnend, dass Rüdiger mit einem tollen Pass, ich habe ihn ein bisschen kritisiert in den letzten Videos, einen tollen Pass links raus auf Arda Güler. Der Junge hat so eine Qualität, bringt den Pass auf Gonzalo Garcia, der macht das 4:1, das Spiel war entschieden. Und auch noch ein Franco Mastantuono belohnt sich für auch eine gute Leistung, gibt die Vorlage zum 5:1 für Fran Garcia. Aber man muss sagen, auch die Auswechselspieler haben gezeigt, wie wichtig sie für Real Madrid sind, wie viel Kontrolle sie ins Spiel gebracht haben. Ja, eigentlich eine Sache, die wir immer ganz am Anfang machen, mache ich jetzt ziemlich am Ende. Ja, denn die Ausstellung, die Xabi Alonso gewählt hat, die zeige ich euch jetzt. Wie ihr seht, er hat gestartet mit einem Courtois im Tor. Die Abwehr genau das, was jeder gesagt hat. Im Mittelfeld allerdings eine Überraschung. Er hat sich entschieden für einen Tchouaméni, einen Bellingham und einen Camavinga. Ja, bin ich ganz ehrlich, diese drei sind für mich so sehr, sehr gute, sehr, sehr physisch starke Fußballer, aber mir fehlt da der Dirigent, der Drehbuchautor, derjenige, der dem Spiel Sinn gibt. Ja, ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen, als ich die Aufstellung gesehen habe, aber ich muss sagen, die Jungs haben sehr gut abgeliefert. Es gab keinen Grund zur Sorge. Betis Sevilla hatte gar keine Chance zur Gegenwehr. Und auch vorne im Sturm, da muss ich sagen, war ich zufrieden mit der Aufstellung. Ein Vini, ein Rodrigo, ein Gonzalo. Ich weiß nicht, wie lange wir noch einen Rodrigo auf diesem Niveau sehen, aber wenn Rodrigo auf diesem Niveau ist, ist der unglaublich wichtig und sehr, sehr stark für Real Madrid. Ich kann nur hoffen, dass er dieses Niveau so lange hält, wie es geht. Ja, und im Großen und Ganzen war das schon die Zusammenfassung des Spiels. Real Madrid hatte zum ersten Mal seit Monaten mehr Bock als der Gegner. Real Madrid, ich kann da keinen insbesonderen rausnehmen, wo ich sage, der war schlecht. Jeder einzelne Spieler hat mir gefallen, angefangen von Thibaut Courtois bis am Ende hin zu Gonzalo Garcia. Natürlich
gab es Spieler, die ein bisschen besser waren, ein bisschen schlechter. Dazu kommen wir gleich bei der Einzelbewertung der Spieler. Aber im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Ein Spiel, das Hoffnung macht, das die Illusion zurückbringt. Gestern war ich noch ein bisschen demotiviert und habe gedacht, die Meisterschaft ist entschieden. In der Supercoppa müssen wir aufpassen, dass wir nicht zerstückelt werden. Aber jetzt habe ich viel mehr Hoffnung, viel mehr Illusion. Das ist das Real Madrid, was ich sehen wollte. Und es freut mich unglaublich für einen Xabi Alonso, der nach diesem Sieg wesentlich fester im Sattel sitzen sollte. Es war der perfekte Jahr ins Jahr 2026. Vielleicht ist das Horrorjahr 2025 bald in Vergessenheit. Ja, das war die Zusammenfassung des Spiels. Kommen wir jetzt zur Einzelleistung der Spieler. Ja, Thibaut Courtois hatte nicht viel zu tun, beim Gegentor konnte er nicht viel machen, danach hat er Madrid gerettet. Im Großen und Ganzen ein gutes Spiel von Thibaut Courtois. Die Abwehrreihe würde ich unisono alle gleich bewerten. Meiner Meinung nach haben alle ein gutes Spiel gemacht. Beim Gegentor sahen die Innenverteidiger nicht gut aus, aber ansonsten haben wir unglaublich aggressiv, unglaublich hoch verteidigt. Also Real Madrid durchgehend in der gegnerischen Hälfte. Hat mir auch ein Antonio Rüdiger sehr gefallen, muss ich sagen. 2, 3 gute Pässe, das habe ich in den letzten Wochen, Monaten etwas vermisst. Ja, und vor allem auch ein Thibaut Courtois, viel öfter rausgekommen, spielerisch am Spiel teilgenommen, hat der Mannschaft gut getan. Im Mittelfeld Tchouaméni, Camavinga und Bellingham. Ich muss den Hut ziehen. Ich hätte nicht gedacht, dass die drei so abliefern können. Das haben sie gemacht. Tchouaméni, der ist aus dieser Mannschaft nicht rauszudenken. Der ist, glaube ich, einer der wichtigsten Bestandteile. Ein Jude Bellingham, boah. Es macht Spaß, ihm zuzugucken, wie er in die Zweikämpfe rasselt. Wenn der am Ball ist, wie schwer er wieder vom Ball zu trennen ist. Bei den Bewegungen erinnert er mich so oft an Zinedine Zidane. Für mich ein tolles Spiel des Engländers. Auch wenn er an keinem Tor beteiligt war, hätte er meiner Meinung nach verdient. Ein Eduardo Camavinga, ich bin ein großer Camavinga-Fan, hat mir sehr gut gefallen. Er war so ein bisschen dafür zuständig, dass das Spiel fließt. Und ich finde, der hat das gut gemacht. Viele Seitenwechsel, sehr viele gewonnene Zweikämpfe. Der Spieler hat so eine Aggressivität, so eine Elektrizität, eine Körperlichkeit. Ein Eduardo Camavinga wird nie den Fuß haben von einem Arda Güler. Und im Endeffekt, in großen, wichtigen Spielen, wo du nicht so viel Zeit hast, wirst du immer einen Arda Güler brauchen, meiner Meinung nach. Aber ich finde, gegen Mannschaften, die sehr spielstark sind, wo du den Ball zurückerobern musst, die dir nicht einfach herschenken, ist ein Eduardo Camavinga unverzichtbar. Meiner Meinung nach muss er dann hinter einem Arda spielen, mit einem Tchouaméni, mit einem Bellingham, dass du vielleicht auf den Stürmer verzichtest. Aber heute reden wir über das Spiel gegen Betis Sevilla und da hat Eduardo Camavinga einen tollen Job gemacht. Ja, und vorne im Sturm, Vini war von mehr nach weniger, also die erste halbe Stunde dachte ich, das ist der Vini, den ich sehen will. Wie gesagt, ein tasmanischer Teufel, nicht vom Ball zu trennen, hat den rechten Verteidiger von Betis Sevilla schwindelig gespielt. Der hat ihn aussehen lassen wie einen kleinen Jungen. Der hatte gelb, der war kurz vor der gelb-roten, musste zur Halbzeit ausgewechselt werden. Ja, aber in der zweiten Halbzeit kam nicht mehr viel von Vini Junior, wurde auch am Ende wieder ein bisschen ausgepfiffen. Naja, ich hoffe, dass er irgendwann die Kontinuität hat, über 90 Minuten die Leistung der ersten halben Stunde zu zeigen. Über rechts Rodrigo, ja, das ist der Rodrigo, den wir sehen wollen. Das ist der Rodrigo, der sich leider viel zu selten zeigt. Ich kann nur beten, dass diese Leistung von Rodrigo so lange wie möglich anhält. Dann ist er für die Mannschaft unverzichtbar. Ja, hat 2 oder 3 Tore vorbereitet mit seinen Standardsituationen, aber in den 1:1 Situationen wieder schnell, flexibel, dribbelt an Spielern vorbei, schafft Räume, steckt Pässe durch. Ja, wie gesagt, rundum gelungenes Spiel des Brasilianers. Ja, und Gonzalo Garcia. Was soll ich da sagen? Ich habe ihn in diesem Spiel in einem Satz genannt mit Cristiano Ronaldo und mit Raúl. Ich glaube, viel mehr brauche ich nicht sagen. Naja, ich möchte jetzt auch nicht übertreiben, aber tolles Spiel. Er hat gezeigt, wie gut es diesem Real Madrid tut, mit einem echten Neuner zu spielen. Für mich ist er erst einmal aus der Startaufstellung nicht rauszudenken. Also tolles Spiel des Spaniers.
Diesen frischen Wind konnte Real Madrid gut gebrauchen. Über die Auswechselspieler hat mir persönlich ein Arda Güler und ein Franco Mastantuono gut gefallen, denn da, wo Real Madrid es am schwersten hatte, als das Momentum bei Betis Sevilla war und die drauf und dran waren, das 3:2 zu machen oder zumindest Chancen zu kreieren, hatten Arda Güler und Franco Mastantuono wieder für Ruhe gesorgt, der Ball ist wieder gelaufen, vor allem der junge Türke ist überall aufgetaucht, links, Mitte, hinten, vorne, hat dann das Tor für Gonzalo noch toll vorbereitet. Also gutes Spiel des jungen Türken, der hat gezeigt, wie viel Qualität der hat. Aber auch ein Franco Mastantuono, naja, der ist noch ein bisschen unreif hier und da, was normal ist, hat aber eine tolle Vorlage auch zum Tor gegeben. Ja, hat ein Xabi Alonso zweimal ein gutes Händchen bewiesen. Seine 2 Auswechselspieler haben beide ein Tor vorbereitet. Ansonsten die anderen Auswechslungen kamen ein bisschen später, konnten nicht mehr richtig ins Spielgeschehen eingreifen. Ja, im Großen und Ganzen war das mein Video zum Sieg von Real Madrid gegen Betis Sevilla. Ich bin gespannt, was deine Meinung zu dem Spiel und zu meinem Video war. Lass das bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, lass ein Like da, teil dieses Video, hypen, hypen, hypen. Nicht vergessen, lass ein Follow da, dann bist du noch unter den ersten 20.000 und tust mir eine Riesenfreude. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!